Hallo liebe Zuschauer und vor allen Dingen alle Drohnenpiloten und die mit Litchi fliegen. Litchi ist ja eine App, um einen vorprogrammierten Flug zu programmieren und ihn auch am Computer in 3D in Google Maps darzustellen, ob man alles richtig eingestellt hat. So, gestern bin ich also hier an diesem Strand lang geflogen. Das ist also hier ein Berg, der ist so etwa 80 Meter hoch. Die Drohne ist dahinter auch verschwunden. Und ich hatte mit meiner Mavic 2 Pro, das ist hier diese mit der Hasselblad-Kamera, hatte ich dann keinen Funkkontakt mehr, wo ich auch von ausgegangen bin. Und nachdem ich die Videoaufnahmen gesichtet habe, konnte ich dann feststellen, dass die Kamera einfach nach unten gezeigt hat und hat also nur das Meer gefilmt. Sie hat also die Flugkoordinaten beim Starten aufgenommen, aber nicht die Einstelldaten der Kamera, in welchem Blickwinkel sie schauen muss. Das ist meine ältere Mavic Pro. Da bin ich 2019 mit so einem Typ geflogen, das ist mittlerweile schon die 4. die ich habe. Die hat das alles gefilmt. Alles, was ich eingegeben hatte in Litchi, wurde auch aufgenommen. Unterschied ist nur gewesen, mit der hier habe ich in HD aufgenommen und mit der habe ich gestern in 4K aufgenommen. So, mein Test ist heute, ich fliege also die hier jetzt erstmal mit HD die Strecke ab, anschließend soll sie in 4K abfliegen und gestern bin ich ja schon mit der geflogen in 4K und die wird in HD das ganze Stück fliegen. Also ist ein reiner Test zwischen den beiden. Im Moment ist die hier noch die am besten gewesen in den letzten Jahren. So, wollen wir mal alles vorbereiten. So, als erstes wird jetzt die Mavic 2 den Testflug machen. Und Videogröße werde ich jetzt einstellen auf HD. Das war damals mit 60 Frames, also 1920 x 1080, 60 Frames. So, ich habe einen Rekorder im Hintergrund laufen, damit man nachher auch den Display vergleichen kann. Ich bringe jetzt die Drohne hoch. Aufnahme gestartet. Aufnahme gestoppt. Aufnahme gestartet. So, jetzt muss ich erstmal synchronisieren. Übergebe jetzt die Daten. Ich versuche auch, die Antenne in gleicher Position zu halten, damit da also keine Fehler entstehen. So, ich habe jetzt noch ein klares Bild. Die Kamera läuft auch. Und dann wollen wir mal sehen, ob meine Vermutung wirklich stimmt, dass die Mavic 2 nicht ordentlich die Daten von Litchi abarbeitet. Ich sehe sie noch, ich habe auch ein super Signal. So, jetzt werde ich nichts mehr machen an der Verstellung. So, das Signal wird jetzt schwächer, sie ist also jetzt hinter der Bucht. Wir fliegen jetzt also über offenem Meer. Ich habe jetzt nur noch 3 Balken für das Videosignal. So. Noch immer 3 Balken und 4. Jetzt wird es rot für das Videosignal 2. Da kommen wieder 3. Ja, das Endresultat werde ich ja wohl nicht sehen.
weil gleich der Funkkontakt abbricht. Aber die Kamera soll ja das, was ich voreingestellt habe, auch ordentlich abfliegen. So, wieder rote Balken beim Videosignal. Das Videobild steht. Ja, also ist jetzt auf Freiflug. Jetzt müssen wir also warten. Ah, da hat sie gerade wieder Kontakt. Also bei der anderen, also wie ich gestern mit 4K geflogen bin, hat die Kamera einfach nach unten zum Meer geschaut. So, das war gestern schon mal gar nicht mehr drauf. Auch das Signal war nicht dementsprechend. Das sieht also schon gut aus. Vielleicht ist es wirklich, wie ein Bekannter sagte, dass zu viel Daten verarbeitet werden müssen. Das Bild steht wieder. Jetzt habe ich auch, ja, jetzt kommt da mal wieder was. Aber die Fernsteuerung hat sich schon verabschiedet. Ob das wirklich einen Einfluss hat, also dass zu viel Daten bei 4K verarbeitet werden müssen. Signal verloren. So, jetzt ist offiziell Signal verloren, Funksignal. Und jetzt müssen wir warten. Der Flug, der ist glaube ich 14 Minuten. Der fliegt also jetzt hinten die ganze Bucht ab. Und dann steigt sie hoch auf 100 Meter. Und ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir dann noch Funkkontakt haben. Ich will jetzt so in der Position stehen bleiben, damit da also beide die gleichen Chancen haben mit der Funkverbindung. Was jetzt hier eigentlich fehlt in der Anzeige, ja, eine Uhr, eine Stoppuhr. Ich weiß ja, wie lang der Flug sein sollte. Und jetzt kann ich also nicht sagen, es sind schon 10 Minuten um. Und ich trage auch keine Armbanduhr. Müssen wir also ungeduldig warten. Ja, ich werde hier mal noch meine Videos, Tutorials verlinken, die ich mit Litchi gemacht habe. Die es nicht wissen, ich wohne also hier auf Koh Samui und habe schon hunderte von Flügen gemacht mit der Litchi-App. Die habe ich dann immer zuerst am Computer bearbeitet und dann in Google Maps in 3D, damit man genau weiß, wohin die Kamera ausgerichtet ist, um das Bestmögliche in der Flugzeit aufzunehmen. Ich habe also einige praktische Erfahrungen mit Litchi. Wie gesagt, das war jetzt ein Flug mit HD. Gestern, ich höre sie, mit 4K hat das nicht funktioniert. So, ich stelle jetzt auf das ist nicht 4K, das ist 2.7K,
Also 2688 mal 1512 und 59 Frames stelle ich jetzt ein. Okay, und der Flug dauert 19 Minuten. Wollen wir mal sehen, was jetzt stattfindet. Da sieht man jetzt sehr schön wo sie sich jetzt befindet. Und ich sehe im unteren Bereich auch noch das Videosignal. Bis jetzt alles okay. Ich sehe es aber schon aus Sichtweite. Ja, ich sehe sie nicht mehr. Nur zur Info, jetzt hier müsste jetzt irgendwo ein Felsentempel kommen. Den hat sich da ein Mönch eingerichtet. Und da war bei dem alten Kurs dann auch die Verbindung abgebrochen, beziehungsweise hat er einfach schlapp die Kamera nach unten hängen lassen. Ja, da ist er. Da ist die Höhle vom Mönch. Und da war gestern auch der Funk unterbrochen. Ja, jetzt müsste der gleich... ich habe also noch ein Videosignal. Wundert mich, ist also... Aber jetzt steht es. Und ja, jetzt ist es hier vorbei. Ja, er scheint jetzt auch wieder... Schlappt die Kamera nach unten. Also das gleiche wie gestern auch. Nichts verändert. Fokuspunkt ist jetzt fehlgeschlagen. Ja, das war's. Na, da kommt nochmal ein Videosignal. Das heißt also jetzt... Warnung, Signal verloren. Jetzt werden auch Daten transferiert zur Drohne. Es ist also nicht so, dass die Anzeige 100% alle Informationen dass alle Informationen zum Kopter übertragen wird, wenn da 100% steht. Auch während des Fluges werden noch Flugdaten übertragen. Und das sind ja wohl die Kameraeinstellungsdaten. Denn ich habe in den ganzen Jahren noch nie Probleme gehabt, dass er vom Kurs abgekommen ist. Ich hatte das auch schon mal mit der Mavic Pro, dass die Kamera auch einfach schlapp nach unten alles aufgenommen hat, aber nicht so oft wie mit der Mavic 2. Ja, da hatten wir da eben auch das Signal verloren an der Villa. Jetzt muss er hier um den ganzen Bergrücken drumherum fliegen und da ist sowieso kein Kontakt. Also was man machen muss, wenn das also jetzt nicht klappt, dass man Unterteilungen macht, dass man also zusätzliche Startpunkte noch einrichtet, dass man also weitgehend einen guten Kontakt mit der Drohne noch hat, denn Funkausfälle bedeuten auch, dass die Kamera nicht vernünftig gesteuert wird. Ja, wenn man sich die Bilder ansieht, dann weiß man schon, wer der Gewinner ist. Das ist die Mavic 1, die also ein tadelloses Bild auch aufgezeichnet hat, obwohl sie also keinen Funkkontakt mehr hatte. Wie ich von einem Bekannten gehört habe, vom Oliver, hat er festgestellt, dass in der Programmierung es so drin ist, dass nach ein paar Sekunden bei der Mavic 2 die Spannung abgeschaltet wird bei der Gimbal. Und damit wird also auch nicht mehr das aufgenommen, was sie aufnehmen sollte, wenn sie keinen Funkkontakt mehr hat.
Also ich kann also nur an die Mavic 1 verweisen, die tadellose Bilder gemacht hat. Ich kann das mal hier oben verlinken zu meinen Filmen, wo ich hier um Koh Samui rumgeflogen bin. 64 Litchi Flugpläne habe ich dazu gemacht. Alles tadellos. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.